Mein Name ist Daniel Grossmann, ich bin der künstlerische Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich. Ich bin der festen Überzeugung, dass man Dirigent nicht werden kann, sondern Dirigent ist wirklich eine Berufung. Das mag zunächst recht platt klingen und so klingen, so ja, das sagt man so, künstlerische Berufe sind nun mal eine Berufung, aber ich glaube, das trifft auf den Beruf des Dirigenten besonders zu. Man kann Dirigieren studieren an der Musikhochschule, aber eigentlich wird man Dirigent erst im Laufe einer Karriere. Man kann im Studium nicht lernen, wie man mit einem Orchester umgeht, wie man ein Orchester genau dirigiert. Es ist vielleicht ein bisschen wie beim Autofahren. Man braucht viel Zeit und sicherlich sehr viel mehr Zeit als beim Autofahren, bis man wirklich gelernt hat, wie man ein Orchester führt, wie man mit einem Orchester zusammenarbeitet, wie man ein Orchester wirklich dirigiert. Ich selbst habe mit 3 Jahren tatsächlich beschlossen, dass ich Dirigent werde. Oft wird mir diese Geschichte nicht geglaubt, aber so war es tatsächlich. Der Cousin meiner Mutter dirigierte an der Staatsoper in München Othello und meine Eltern fanden keinen Babysitter und nahmen meine Schwester und mich mit. Damals waren die Dirigentenkarten immer in der ersten Reihe und ich sah diesen Cousin dirigieren und für mich stand ab da fest, ich werde Dirigent. Und daran habe ich bis heute festgehalten. Meine Aufgaben beim Jewish Chamber Orchestra Munich sind sehr vielfältig. Zum einen mache ich die klassische Arbeit eines künstlerischen Leiters. Das heißt, ich stelle Programme zusammen, ich wähle Werke auf, die wir aufführen, ich wähle aber vielleicht auch Themenkomplexe aus, mit denen wir uns beschäftigen. Dann kümmere ich mich um alles, was mit der künstlerischen Planung der Konzerte zu tun hat. Und natürlich dirigiere ich dann auch die Konzerte, leite die Proben und erarbeite mit den Musikern und den Solisten die jeweiligen Werke. Aber daneben habe ich auch viele weitere Aufgaben, weil das JCOM ein besonderes Orchester ist. Dazu gehört zum Beispiel den großen inhaltlichen Bogen zu planen. Zum Beispiel so etwas wie den YouTube-Channel zu planen. Das gehört auch zu meinen Aufgaben. Und natürlich bin ich auch in die Detailplanungen involviert, wie zum Beispiel in welchem Proberaum wird geprobt, wann wird geprobt, wie viele Proben finden statt, aber auch in die finanziellen Planungen des Orchesters. Zunächst mal sind die Unterschiede zu anderen künstlerischen Leitern anderer Orchester nicht sehr groß. Was vielleicht ein Unterschied ist, ist die Besonderheit eben des Jewish Chamber Orchestra Munich, nämlich, dass wir ein bestimmtes Thema haben. Im Gegensatz zu fast allen Orchestern kümmern wir uns eben um jüdische Kultur. Und diesen großen Bogen zu planen, das ist sicherlich ein Unterschied zu anderen künstlerischen Leitern, die weniger mit so einem gesellschaftspolitischen Thema zu tun haben, sondern sich wirklich ganz auf die Musik, die Kunst konzentrieren und ja, vielleicht auch eben nicht so viel recherchieren müssen, wie ich es machen muss, um immer wieder neue Aspekte, neue interessante Komponisten, neue interessante Werke aufzutun. Es sind genau diese Aspekte, die ich an meiner Arbeit besonders mag. Ich sage immer, dass meine künstlerische Arbeit einen großen Bogen hat und das ist eben das Thema jüdische Kultur und jüdische Religion. Ich mag es, dass ich da recherchieren kann, dass ich nicht für Konzert denke oder Konzertsaison für Konzertsaison und dass dann abgeschlossene Projekte oder eben abgeschlossene Spielzeiten sind, sondern für mich gibt es einen großen Bogen, der sich durch die gesamte Arbeit des Orchesters über die letzten 15 Jahre spannt und diesen Bogen immer wieder fortzusetzen, immer wieder neu zu denken, das ist der Aspekt, den ich besonders an meiner Arbeit schätze und an meiner Arbeit mag. Ich hoffe, euch gefällt unser YouTube-Channel. Folgt
unserem Channel, abonniert ihn, dann bekommt ihr immer wieder die neuesten Videos angezeigt und vor allem kommentiert auch unsere Videos, schreibt dazu, was ihr über Judentum denkt, was ihr über das jeweilige Video denkt und vor allem auch, über welche Themen wir in Zukunft sprechen sollen.